Guten Morgen, liebe Freunde der besten Unterhaltung, hier auf dem besten YouTube-Kanal und dem besten Spezialgast. Dem besten YouTube-Kanal auf der ganzen Welt, auf ganz YouTube und im ganzen Universum. Bam! Bam, mit dem besten Produzenten. Laut den kleinen Trollen, die hier unter dem Tisch sitzen. Vielen, vielen Dank. Grüße gehen raus an die Trolle. Danke. Demnächst werdet ihr sie vielleicht auch mal sehen, wenn sie sich trauen, vor die Kamera zu steigen. So, Dana ist auch wieder am Start. Und wir haben hier auch einen neuen Release direkt am Start. Es gab hier was Schönes von der jungen, hübschen Dame Oyin von Mamamoo. Und der Titel ist Goodbye auf Englisch. Und es soll eine traurige Nummer sein. Haben einige direkt von euch schon geschrieben per Insta-DM. Da dürft ihr natürlich auch gerne mal folgen. Der Link ist unten in der Beschreibung. Ansonsten tippt das jetzt sofort schnell in das Handy ein. Klickt auf Folgen und los geht's hier mit dem Song. Schönes Kleid. Süß. Ich hasse Shein. Untertitel ist auf Chinesisch. Ach so. Hä? Aber sie sind koreanisch, oder? Schon, oder? Ist alles koreanisch im Titel? 노력했어 다시 시작해보려고 했어 내겐 너 아니면 안 되는 걸 아니까 Das ist kein Koreanisch, oder? Nicht? Ich glaube tatsächlich nicht. Es klingt gerade nicht so für mich nach Koreanisch. Oh. Aber auf jeden Fall eine Ballade. Wir haben sehr schön das Klavier hier. Nur ein Klavier, oder? Ja, oder ja, ich glaube, da war irgendwas Flächiges noch drunter. Nee, nur das Klavier. Schön zärtlich. Der E-Bass. 아무렇지 않진 않아도 이렇게까지 힘이 드는 건 널 처음 만나 설레었던 기억들이 꼭 어제처럼 선명해서 지워지질 않아 내가 알던 네 모습도 믿을 수 없는 걸 헤어지자 Oh Gott, traurig ohne Ende. 어떻게 네가 그럴 수 있어 Okay, also wir hatten vorher auch schon, da kam dann so ein E-Bass noch, wo man kurz gehört hat, wie die Saiten so. Also ich glaube am Anfang war dieser E-Bass nicht sicher, ich kann das aber nicht zu 100% sagen, weil wenn er genau die gleichen Töne gespielt hat wie das Klavier, müsste ich gleich nochmal, wenn dann genauer reinhören, aber ich habe es jetzt nicht gerade so differenzieren können. Aber ich glaube, es war nur das Klavier am Anfang und erst da, wo man diesen also die Saiten vom Bass gehört hat, dass dann erst der E-Bass mit reingespielt hat und dann kam so langsam noch eine E-Gitarre hinzu, die zwischendrin so ein paar Licks reingespielt hat. Ja, auch dieses ganz hohe Ah ja. Okay. Genau. Aber jetzt dieser Übergang, was kommt da alles mit rein? Das war ja richtig so klassisch Ballade. Da sind auch ganz leise meine Streicher zu hören, vor allem auf dem linken Ohr, die so dieses zitternde Spielen, das ist der Vibrato. Ja, es ist sehr, sehr dezent, aber es ist da und würde auf jeden Fall auch zu einer Ballade super passen. Und das ist eine Akustikgitarre
Oder es kann auch so eine Halbakustik sein. Und ein E-Bass. Die spielen genau das gleiche. Zusammen, ne? Genau, nicht. Und da drüber dann eine Oktave höher die Gitarre. Und rechts dann auch nochmal eine Gitarre, die diesen Akkord bring, einfach nur offen anspielt. Und die Streicher, genau. Ganz klassisch Schlagzeug. Triangel auf. Jetzt auch wieder Gitarre. Leider nicht. Ja, auch ganz wichtig, hier in den Akkorden, in denen die hier reinspielen, das löst sich harmonisch halt eigentlich nicht auf am Ende. Also es löst sich nicht auf, sondern es bringt sogar noch diese Anspannung und das auf den letzten Akkord hier, wo sie dann aufhört. Deswegen hat das so einen gewissen, so dieses Melancholische, dieses so, ne, das ist ganz wichtig. Also so wie das geschrieben ist, allein musikalisch. Das löst sich nicht auf, sondern spannt eher an. Ja. Wird man jetzt vielleicht erwarten, aber sie singt es nicht. Sie spielen es so ein bisschen dahin. Schön. Erstmal sein Rasierzeug weg. Auch wie so eine Orgel, ne? So eine E-Orgel spielt ja auch mit. Das sind die Streicher. War das bei ihm zu Hause? Der ist denn jetzt mit einer anderen Eulen nach Hause gekommen? Ich weiß nicht, aber ich krieg gerade Tränen in den Augen. Oh mein Gott. Oh. Tana weint. Geil. Oh. Warum? Maybe you can relate. So. Geil. Oh.
Boah, das Müssten wir das jetzt lesen können? Ich kann nur das erste komme ich nicht drauf. Oder? Also ich komme... Nee. Ach so, ist eine Zahl, das oder ist, nicht? Nee, ich glaube, das ist einfach, was hier oben steht. Oder? Das ist ein richtiges Rotznäschen. Süß. Da kamen richtig die Tränen gerade. Ja, stimmt. Halt nicht so. Nee, hier steht das, wir haben das schon entziffert, aber es ist koreanisch wahrscheinlich für Goodbye. Was haben wir gesagt? Oh, nee. Ah ja. Oeo. Oreo und dann Shisha. Shisha. Ja. Shisha. Shisha, ja. Shisha. Ja. Es wird wahrscheinlich koreanisch sein, aber wir hatten den englischen Titel auch schon von euch erfahren, weil ihr das fleißig bei Instagram geschrieben habt. Und produziert das Ganze von Jung Ki, war das, ne? Ja. Und das hier, weiß ich nicht, was da steht. Ist es Wien? Ja, oder? Ja, sie hat es anders geschrieben. Okay. Das Video, wo wir Koreanisch, beziehungsweise die koreanische Schrift lernen, kommt noch. Ich habe gerade die Aufgabe weiter an Dana gegeben, dass sie die zweite Hälfte schneiden soll. Es dauert einfach ein bisschen. Läuft super. Ja, es noch viele andere Sachen dazwischen, die jedes Mal reinkommen und dann noch die täglichen Videos. Aber wir sind dran. Wir sind auf jeden Fall dran und dann versteht ihr auch, warum wir vielleicht ab und zu mal ein bisschen Probleme haben noch, aber wir kommen immer besser rein. Ey, sehr, sehr schöne Nummer, auch richtig schön klassisch Ballade. Gerade hier jetzt hinten auch noch mal mit... Nee, das kannst du jetzt nicht nochmal anmachen. Mit einem Tonartwechsel. Okay, ist okay, ich habe mich wieder gefasst. Jetzt haben wir die ganze Story nicht verstanden, weil wir die erste Hälfte den Text nicht anhatten. Ich habe schon überlegt, ob wir die erste Hälfte nochmal wenigstens gucken sollen. So ein bisschen. So ein bisschen vielleicht. Auf jeden Fall hinten noch mit dem Tonartwechsel hier, wo das dann so richtig dann, sowas ist halt immer geil, um da nochmal diesen letzten Climax, den Höhepunkt zu geben. Ganz klassisch, eigentlich hat man früher halt sehr, 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 sehr viel gemacht, gerade in den 70ern noch am meisten, glaube ich, fast. Später in den 80ern wurde es langsam weniger. Und heutzutage macht man es ja fast gar nicht mehr. Da hat man von vorne bis hinten die kompletten 2,5 Minuten, die heute Songs noch dauern. Ach ja. Die gleiche Tonart. Das wird hier dann meistens transponiert um 2 Töne eben nach oben und das hat dann diese Superpower. Wobei Dieter Bohlen hatte, glaube ich, den allerersten DS, also wenn er den selber geschrieben hat, vermeintlich. Dream. Genau, und ich glaube, er hat da auch im letzten Refrain haben die auch diesen diese Transponierung nach oben und das hat er, glaube ich, einige Male dann auch nochmal gemacht bei irgendwelchen Songs. So ein Classic Guy. Ja, aber alte Schule. Das kann man natürlich jetzt nicht vergleichen, weil das schon so ein bisschen pop-trashiger ist bei Dieter Bohlen, gerade dieses We Have a Dream. Aber es ging jetzt nur um die Transponierung. Genau, hören wir wenigstens wegen dem Text nochmal. Das würde mich schon noch interessieren. Stimme. Ja. Ah ja, stimmt, sie steht. Nee, da ist kein E-Bass drunter. Ja. Das sind nur die oberen Töne jetzt. Genau. Jetzt die Basstöne vom Klavier. Sie schleicht sich so. Ja, aber man versteht das eigentlich nicht richtig, weil man sieht, sie geht halt nicht höher. Jetzt, hast du gehört? Der E-Bass. Ja, jetzt habe ich den gehört. Das ist auch rechts schon der Streicher. Violine wahrscheinlich. Ah, nee. Das ist eine E-Gitarre. So
so heartbreaking. Das ist unglaublich. Okay, den Refrain wissen wir ja. Ihre Stimme! Oh mein Gott! Windspiel auf dem linken Ohr. Ja, also auch doch koreanisch wahrscheinlich auch. Ich habe ja am Anfang kurz gemutmaßt. Wobei, ja. Ja, ist koreanisch. Ihre Stimme ist wirklich krass schön. Die haben das auch wirklich schön gemischt und bearbeitet, sage ich mal, oder aufgenommen, dass sie nicht zu bearbeitet klingt oder eigentlich eher fast gar nicht, möchte man meinen. Da sind sicher trotzdem irgendwo kleine Sachen mal korrigiert worden oder so, weil ihr müsst wissen, Autotune und so diese Tuning-Korrektur oder Pitch-Korrektur von Stimmen wurde eigentlich mit dem Ansatz entwickelt und auf den Markt gebracht, dass man gedacht hatte, dass man vor allen Dingen, wenn Sänger eben richtig im Feeling sind und da einen Text dann singen und vielleicht da ein kleiner Patzer mal drin ist und der Ton nicht perfekt sitzt oder man mal kurz bricht mit der Stimme oder ausrutscht oder sowas, aber das Feeling einfach krass ist. Und das ist viel wichtiger in einem Gesang als nur das Tuning, dass man das dann halt nachziehen kann und dann nicht ständig neue Takes machen muss, weil für den Sänger oder die Sängerin ist das halt auch jedes Mal echt ein krasser emotionaler Aufwand, in so etwas reinzukommen, sich reinzuversetzen und dann, also gefühlsmäßig einfach nur, und das dann auf die Stimme zu übertragen, dass es in der Aufnahme auch wirklich genauso klingt und es auch wirklich authentisch und glaubwürdig ist und für den Zuhörer dann eben auch genauso dann ankommt, dass es nicht zu technisch dann auch vor allen Dingen ist, einfach nur, dass man die Töne perfekt trifft und der Rhythmik super ist und so weiter. Deswegen hat man irgendwann angefangen, so etwas zu entwickeln wie ein Pitch-Correction-System oder ein Programm. Ja, und dann kam auch Autotune und so weiter und dann haben irgendwann Leute damit experimentiert und haben gemerkt, das klingt irgendwie cool auch als Effekt, wenn man es zu stark reindreht. Wenn man es zu stark reindreht. Genau, und das ist schon vor 30 Jahren oder so gewesen. Das ist jetzt auch nichts Neues. Nur gerade hat es wieder so eine richtig krasse Welle, wobei die letzten Jahre eigentlich schon sehr, sehr viel gehört wurde, wenn ich überlege, wann, keine Ahnung, Chris Brown damit richtig krass anfing und auch sehr populär dann auch war zu der Zeit, so mit Forever und so. Da war Autotune auch schon. Ja, ich glaube, Forever war sogar vorher. Und das ist locker schon über 10, 15 Jahre her. Und da hat er auch schon sehr krass diesen Effekt drauf. Und jetzt natürlich im Rap ist es halt nur auch neu, weil im Rap hat man immer gesagt, boah, nee, Autotune ist kacke. Jay-Z hat sogar Death of Autotune gesungen oder gerappt, besser gesagt. DOA, genau, gab es einen ganz berühmten Song. Aber eben bei Balladen ist halt genau der Trick, man kann nicht Autotune benutzen, man kann Pitch-Correction-Programme benutzen, aber keine, die einfach selbst eingreifen, also automatisch eingreifen, sondern dass man das manuell, wenn da mal sowas sein sollte, dann ein bisschen nachziehen kann. Es gibt aber trotzdem Balladen, auch von großen Künstlern, wo die das dann zu stark machen. Und das ist dann halt, ja, so eine Aufgabe genau des Producers, beziehungsweise auch des Mixing-Engineers kann es sein, je nachdem, wer von beiden das eben macht. Wenn die, also es ist natürlich auch immer ein persönlicher Geschmack, aber für mich gerade in der Ballade, finde ich, muss es so natürlich und organisch wie möglich klingen und das ist hier absolut der Fall. Also es klingt gar nicht danach, als ob es irgendwie nachgetunt wäre und umso schöner kommt das Ganze dann halt hier rüber und wir wissen ja, dass die Mamamoos unfassbar dass sie sowieso super, super geile Sängerinnen sind. Wahnsinn. Sehr, sehr schöne Nummer. Ja. Richtig schön. Und ihr habt gesehen, Dana braucht es eigentlich nicht mehr kommentieren. Ihr habt schon an ihren feuchten Augen gesehen, dass es auf jeden Fall angekommen ist bei ihr. Der Einzige, der nichts dazu sagen wird, ist Butch, aber der spricht auch nur, wenn er alleine ist. Haben wir herausgefunden. Manchmal versucht er uns was zu sagen, aber dann traut er sich nicht ganz, das Wort richtig auszusprechen.
So, also Leute, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Und ich würde sagen, schaut auch auf jeden Fall bei Dana vorbei. Da kommt dann auch nochmal ein Video auf ihrem Kanal, hoffe ich. Ja. Muss fleißig sein. Ja. So wie Mamamoo. Guck. Okay. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.